hast Lust auf leckere Heißgetränke für den Herbst und Winter? Da haben wir was für euch. Sieht vorzüglich aus. Wenn ich jetzt 7 Jahre alt wäre und das sehen würde, dann würde ich, glaube ich, weinen vor Freude. Moin, ich bin Nina. Und ich bin Vicky. Und wir zeigen dir die leckersten Heißgetränke-Trends für die kalte Jahreszeit, die dir zum Anstoßen auf keinen Fall fehlen dürfen. Als erstes machen wir heute einen Vanilla Coconut Matcha Latte. Dazu zeige ich dir jetzt gleich mal, wie das geht. Wir haben hier jetzt schon ein paar Zutaten vorbereitet. Und zwar brauchen wir für dieses Rezept Matcha-Pulver, Kokosblütenzucker, Vanillezucker. Dann haben wir hier noch ein paar Kokosraspeln, die wir am Ende zum Dekorieren verwenden, Hafermilch und Kokosmilch. Als erstes mischen wir jetzt die trockenen Zutaten zusammen. Dann brauchen wir als erstes 4 Teelöffel von dem Vanillezucker und 2 Teelöffel von dem Matcha-Pulver. Können wir hier schon mal reinpacken. Noch ein kleiner Side-Fact zum Matcha-Pulver. Das ist nämlich ein kleiner Alleskönner, den kann man auch zum Backen verwenden, zum Dekorieren von Speisen. Sehr gut auch zum Einfärben durch die grüne Farbe, wenn man zum Beispiel geschmolzene Schokolade grün färben möchte. Also wirklich ein kleines Wundertalent. Dann noch 1 Teelöffel von dem Kokosblütenzucker. Bis alles schön vermischt ist, umso besser gemixt ist dann auch unser Getränk am Ende. Als nächstes werden wir jetzt die Hafermilch mit der Kokosmilch gemeinsam im Topf erhitzen. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass wir es wirklich nur erhitzen und nicht zum Kochen bringen, weil das kann sonst dazu führen, dass später das Getränk zu klumpen beginnt. Im nächsten Schritt kommt jetzt jeweils 1 Esslöffel von dieser Mischung rein. Und 2 Esslöffel Wasser kommen dann jeweils rauf. Das Wasser sollte eine Temperatur von 80 Grad betragen, da sonst Bitterstoffe freigesetzt werden und die kleinen Blättchen verbrennen. Und dann verwenden wir jetzt hier unseren kleinen Milchschäumer, um das Ganze gut zu vermischen. Das machen wir jetzt so lang, bis sich wirklich alle Klümpchen aufgelöst haben. Dann packen wir da die Milch mal drauf. So. Sehr gut. Und dann kannst du das einmal mit dem Milchschäumer verrühren. Damit wir auch noch mal ein extra schönes Schaumkrönchen bekommen, verwenden wir jetzt noch die restliche Milch und schäumen die einmal im Topf. Und reinhalten. Am besten in die Milch reinhalten, den Milchschäumer. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einen Löffel, um einfach so ein bisschen Schaum oben drauf zu setzen. Okay, so ein Häubchen einfach. Genau. Man kann das Ganze natürlich nach Belieben dekorieren. Wir haben uns dazu jetzt überlegt, dass wir ein bisschen Matcha-Pulver verwenden. Einfach ein bisschen für den Farbklecks. Und dann ein paar Kokosraspeln. Oh ja, das sieht schön aus. Wie Schneeflocken. Perfekt. Und als letztes kommen dann noch die Waffelröllchen. Und dann haben wir hier noch 2 Strohhalme. Und dann würde ich sagen, lass uns mal probieren. Oh ja. Cheers. Stößchen. Wenn ich mich dazwischen entscheiden müsste, einen normalen Matcha zu trinken jeden Tag oder so einen, dann würde ich mich auf jeden Fall für so einen entscheiden. Der ist schon mal super lecker geworden, finde ich. Aber jetzt bin ich dann ganz gespannt auf den Peppermint Cocoa, den wir später dann zum ersten Mal ausprobieren werden. Falls du Lust hast, auch noch weitere Rezepte auszuprobieren, dann schau dir doch auch noch unser Video How to Heißgetränke Part 1 an. Hier geht's zum Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich habe heute ein Pumpkin Chai Latte Rezept mitgebracht und das Besondere an diesem Rezept ist die Kombination aus cremigem Kürbispüree und einer orientalischen Kräutertee-Mischung. Das solltet ihr unbedingt mal probieren, das ist sehr besonders. Man benötigt cremiges Kürbispüree, eine Chai-Tee-Mischung, etwas Zimt zum Dekorieren, ein wenig Hafermilch und natürlich ein bisschen Wasser, damit man den Tee aufgießen kann. Bei den Zutaten sollte man besonders darauf achten, dass es Bio-Qualität ist. Man kann das Kürbispüree selber machen oder auch schon fertig im Laden kaufen. Das ist das Kürbispüree. Ich mag es gerne cremig. 2 gute Teelöffel rein. Wer es gerne noch cremiger mag, verwendet einfach ein bisschen mehr Kürbispüree. Dann nehmen wir einmal den Chai-Tee, den habe ich eben schon mal vorbereitet. Der hat gut gezogen. Der riecht auch richtig gut. Und dann müssen wir die Milch noch aufschäumen. Alles klar, das sieht richtig gut aus. So, wir können das auf jeden Fall einmal umrühren, dann haben wir da eine bessere Mixtur. Dann nehmen wir uns hier die Hafermilch zur Hand und gießen das auf. Die Farbe ist auf jeden Fall schon sehr schön. Ganz wichtig ist es, dass man den Tee lange genug ziehen lässt, damit man einen intensiven Geschmack erhält. Anstatt Hafermilch oder Kuhmilch kann man ganz viele Alternativen verwenden. Zum Beispiel Mandelmilch. Und es gibt auch richtig leckere Mandelmilch mit einem Vanillezusatz. Und die kann ich sehr empfehlen. Das war Lieblingsmilch. Ja, voll. Wir haben sogar vegane Sahne. Und die wird jetzt erstmal ordentlich geschüttelt. Und ganz wichtig ist, dass wir die Sahne über Kopf halten. Ja, das sieht gut aus. Schön großes Sahnehäubchen drauf hat. So, ich mache da jetzt noch ein bisschen Zimt drauf. Erstmal ganz vorsichtig.
Wobei, ich finde, man kann eigentlich nie zu viel Zimt haben. Also gern drauf damit. Ja, Prost, würde ich sagen. Ich bin richtig gespannt, wie der jetzt schmeckt. Schön weihnachtlich. Steht dir. Und das ist auch gar nicht so ein intensiver Kürbisgeschmack, sondern ja, nur so eine ganz leichte Kürbisnote mit drin. im Nachgang. Herrlich. Dranbleiben, wir haben noch ein weiteres Rezept für dich. Das haben wir beide noch nie ausprobiert, was ganz Neues. Und zwar machen wir ein Peppermint Cocoa. Da bin ich jetzt echt richtig gespannt. Das Besondere an dem Getränk ist die Kombination aus Pfefferminzsirup und Kakao. Für dieses Getränk brauchen wir auch nur ganz wenig Zutaten. Ganz wichtig, Kakao, Pfefferminzsirup, Zucker und Milch. Im allerersten Schritt werden wir jetzt die Milch mit dem Kakaopulver und dem Zucker vermischen. Dazu verwenden wir 2 Esslöffel Kakaopulver und 1 Teelöffel Zucker. Und das Ganze mischen wir auf 800 Milliliter Milch. Das kommt dann in einen Topf und wird am Herd erhitzt. Wenn das Ganze gut vermischt ist, fügen wir noch 2 Esslöffel Pfefferminzsirup hinzu. Wichtig ist beim Aufkochen von der Milch mit dem Kakao, dass man immer ständig rührt, damit sich alles schön vermischt. In Kombination mit echtem Kakaopulver ist es wichtig, auch zu zuckern, denn sonst ist das Ganze etwas bitter. Deko ist der nächste Step. Wir haben hier wieder unsere vegane Sahne und jetzt kommt eine große Sahnehaube auf unseren Kakao. Wir haben uns hier noch ein paar Marshmallows vorbereitet und Zuckerstangen. Die kann man jetzt hier noch so drüber träufeln. Oh, das erinnert mich an meine Kindheit. Ja, stimmt. Und dann bekommt jeder noch eine Zuckerstange dazu, damit es auch schön weihnachtlich aussieht. Dann lass uns mal probieren, oder? Ja, los geht's. Frühstückchen. Prost! Unerwartet lecker, muss ich sagen. Ich find's mega lecker. Also, ich finde auch eine heiße Schokolade ist schon mega lecker, aber das gibt irgendwie noch so einen kleinen frische Kick. Ja, genau. Und jetzt bist du dran. Das waren unsere Lieblingsgetränke für kalte Tage. Und wenn du auch welche ausprobieren möchtest, findest du alle Rezepte und Zutaten unten in der Infobox.